Liebe möchte geboren werden. Von daher passt es jetzt auch zu dem Jahreswend-Retreat dieses Jahr, weil es ist ja die Zeit des Advents, die jetzt kommt. Und wenn wir sagen, der Advent ist die Vorbereitung der Geburt der Liebe auf diesem Planeten, dann macht es Sinn. Um diese Jahreswende und die Weihnachtszeit wird ja das Licht in der Dunkelheit neu entfacht, damit der nächste Jahreszyklus seinen Lauf nehmen kann. Und es ist eben immer im Leben das Beste, wenn die Liebe den Anfang macht. Also wenn der Urimpuls, der Anfang von allem, was wir tun oder lassen, die Liebe ist. Weil dann hat alles, was dann geschieht, die Chance, gut zu werden. Und wenn wir die Liebe verloren haben, auf dem Weg, was passieren kann, dass wir uns selbst vergessen oder vergessen, was wir sind oder wozu wir da sind und was sich durch uns ereignen möchte, nämlich die Liebe in dieser Welt. Wenn wir das vergessen haben, dann wird es dunkel und unsere Entscheidungen führen zu blöden Geschichten. Und deshalb machen wir die Retreatarbeit, damit die Liebe wiedergeboren wird. Ist also eigentlich 5 Tage lang Weihnachten. Wir arbeiten ganz viel mit Zwiegesprächen. Du würdest mich jetzt fragen, sage mir, wer du bist oder sage mir, was du bist oder sage mir, was ist ein anderer oder was ist Leben. Und die Übung geht so, dass wenn du mich fragst, ich habe 5 Minuten Zeit, die Frage in mich eintauchen zu lassen und dann zu schauen, was anklingt und darüber spreche ich. Das kann alles sein. Es kann das sein, was gerade zwischen uns ist. Es kann sein, das, was ich an Geschichte in mir angesammelt habe, was einfach gerade hochkommt. Oder es ist ein Hineinspüren in die Zukunft. Oder es ist das, was im Raum geschieht. Und am Ende bringt uns diese Arbeit immer mehr dazu, vollkommen präsent zu sein. Und nach 5 Minuten kehrt sich das um und dann stelle ich dir die Frage, sage mir, was du bist oder was ist dein anderer. Dann hast du 5 Minuten Zeit zu kontemplieren, also zu verschmelzen mit dem Inhalt deiner Frage, um dieser Inhalt zu werden. Und darüber sprichst du und dann geht es immer hin und her und dann entsteht ein tiefer Selbsterkenntnisprozess beim Einzelnen, aber es entsteht auch das Wunder der Verbindung, das Mysterium der Menschlichkeit, also des wirklichen Kontaktes zwischen 2 Individuen, die plötzlich die richtige Distanz zueinander finden, sodass dieses Wunder der Berührung möglich wird mit wildfremden Menschen. Man könnte sagen, wir begegnen uns durch diese Zwiegespräche von Kern zu Kern. Wir arbeiten die ersten 4-5 Tage sehr strukturiert, mit Schweigen, ohne Körperkontakt, mit vielen Diaden, sehr vielen Gesprächen, aber dazwischen findet keine zwischenmenschliche Interaktion statt, weil wir im Grunde genommen diesen Strom des automatischen Verhaltens mit anderen Menschen erstmal unterbrechen wollen, damit es nicht einfach so weitergeht, wie es in der Kindheit war, wie es in der Jugend war, wie wir es uns gewöhnt haben. Wir setzen das wie so ein Automatismus unbewusst immer weiter fort. Und die Retreatarbeit ist, wir nehmen uns erstmal 4 Tage Zeit, innerhalb dieser Form zu schauen, was ist jetzt gerade die Wahrheit. Und dann lösen wir diese strenge Form auf, weil es war nur unsere Hilfestellung, um dahin zu kommen. Und dann fangen wir an, frei zusammen zu sein und zu schauen, was passiert. Und dann haben wir verschiedenste Möglichkeiten an der Hand, auf das, was gerade im Raum geschehen will, auch zwischen den Menschen sich ereignen will, so einzugehen, dass Heilung passiert, dass neue Erfahrungen sich kreieren. Wir fangen dann an, im Grunde genommen in einer Welt zu leben, die zukünftig ist, aber wo die Menschheit sich im besten Falle hoffentlich hinentwickeln wird.
Und was dann viel passiert ist, sind einfach tiefe Heilungsgeschehnisse. Manchmal machen wir ein Ritual dafür, aber meistens ereignet es sich einfach aus sich selbst heraus. Es ist im Grunde genommen immer das, was hinter jemandem steht, was mich zu sich ruft, dem zu begegnen. Und die Persönlichkeit von dem Menschen, der Mensch steht im Grunde genommen meistens sich selbst im Weg. Wenn man aber das, was hinter ihm steht, berührt und erreicht, dann fängt es an, durch ihn hindurch in die Wirklichkeit geboren zu werden. Und das ist immer unendlich weise und spirituell wissend. Und von daher könnte ich sagen, die Quelle meiner Arbeit ist genau das, was geboren werden will.